Hallo und herzlich willkommen. Oh. Ich begrüße euch zu einem Live-Video-Interview mit dem Coach Corwin Domröse. Corwin, hallo. Hallo. Hi. Schön, dass wir zusammen sprechen können. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind jetzt gerade in einem super schönen Hotel in Zürich. Und wir kennen uns schon länger. Ja. Und ja, ich durfte immer wieder erfahren, was du machst, welche Fähigkeiten du einsetzt für deinen Beruf, für deine Berufung. Ja. Und du bist Coach. Ja. Meine erste Frage an dich. Was ist deine Mission als Coach? Also ich sag mal, ich bin nicht so Coach im üblichen Sinne. Das war ich von Anfang an nicht. Ich habe immer so meinen eigenen Weg gesucht und ich bin eigentlich Coach geworden, oder was heißt Coach geworden? Man kann eigentlich nicht Coach werden, sondern das ist eigentlich in dir. Das ist wie so eine Berufung, genauso wie ein Maler ist und ein Bäcker ein Bäcker ist. Das ist so so ein inneres Gefühl, ja. Und mein inneres Gefühl war immer, den Menschen wieder zur Menschheit hinzubringen. Ne? Also wieder wirklich Mensch zu sein und keine Marionette, die nach irgendwelchen Strukturen läuft oder wie eine Uhr, wie ein Uhrwerk, sondern dass der Mensch wieder zurückkommt zu sich selber. Zum Menschsein. Ja. Und wie bist du zum Coaching gekommen überhaupt? Du machst das jetzt schon mindestens seit 10 Jahren. Ja. Was ist deine Geschichte? Oh, das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich muss sagen, ich komme aus einem ganz normalen Elternhaus und ich habe immer, wie soll ich das sagen, das, was meine Eltern mir vorgelebt haben, habe ich nie wirklich als das Leben angesehen, sondern ich habe immer gedacht, es muss etwas anderes geben. Das kann doch nicht das Leben sein, das kann doch nicht alles sein. Und so Gott wollte, habe ich mir dann erstmal einen Beruf ausgesucht. Und ich war damals bei der Bundeswehr und habe dann jemanden kennengelernt, der hat in der Kardiochirurgie gearbeitet, in einer medizinischen Hochschule in Hannover. Und das hat mich so fasziniert. Und wir sind da mal in so einen OP-Raum gegangen, wo das halt eben alles stattfindet. Und ich habe sofort entschlossen, ich muss unbedingt das lernen. Ich möchte gerne wissen, wie der Mensch funktioniert. Ich war total neugierig. Ja. Und so habe ich mich erst zu dieser medizinischen Ebene erst fortbewegt. Also ich habe da meine ganz normale Krankenpflegeausbildung gemacht. Ich habe dann Zusatzausbildungen gemacht für Nephrologie und Intensivmedizin. Ich habe lange auf Intensivstationen gearbeitet. Ich wollte unbedingt wissen, zuerst wie der Körper funktioniert. Hat mir dann aber nicht ausgereicht und somit habe ich dann eine Heilpraktikerausbildung gemacht und zusätzlich habe ich Psychologie studiert. Also ich habe dann so in der Psyche geguckt, habe dann rumgeforscht, warum werden die Menschen krank und warum ist das so und so und so. Und das hat mir dann aber auch nicht ausgereicht, bis ich dann irgendwann habe ich dann jemanden kennengelernt und der hat mir ein Buch geschenkt, Lebe deinen Traum. Ja. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe mich sofort entschlossen, diesen Coach, den möchte ich gerne kennenlernen. Und ich war dann auf einer Coaching University, habe dort halt eben dieses Coaching gelernt. Aber von Anfang an habe ich immer mein Ding gemacht. Ich habe mir das rausgesucht, was für mich bestimmt war und habe aber dann mein eigenes daraus gemacht. Und dieser Coach, der war total fasziniert davon, dass ich ihn nicht nachahme, sondern dass ich mein eigenes Ding mache. Und der hat dann immer gefragt, sag mal, wie machst du das? Was erzählst du da eigentlich? Ja, und ich war in einem Coaching, das waren nur ausgesuchte Leute. Ja. Und er hat mich dann dazu genötigt quasi, dass ich an seiner Stelle auf seinem Stuhl sitze und dass ich die Leute coache, damit er erfährt, wie ich eigentlich ticke, wie ich coache. Ja. Also hast Und deinen eigenen Weg gefunden. Ich habe meinen eigenen Weg gefunden, meinen eigenen Stil und das hat ihn völlig fasziniert. Und deshalb sollte ich später auch in diese Coaching University hinein. Der wollte mich unbedingt haben, aber ich habe gesagt, nein, ich gehe meinen eigenen Weg. Und dein eigener Weg heißt jetzt Liebesstrom. Ja. Und ja, was steht da hinter dieser Idee Liebesstrom? Was ist das genau? Also das ist nochmal eine gesonderte Geschichte und zwar, ich habe damals als Heilpraktiker gearbeitet und ich habe auch Akupunktur gelernt, typisch nach TCM, traditionelle chinesische Medizin. Und es gibt hunderte von Akupunkturpunkten
Und es kam eine Kundin kam zu mir, die wollte gerne schwanger werden. Ja, sie kam mit diesem Problem, sie war halt eben schon bei ganz vielen Ärzten und Und sie hatte mich gefragt, kannst du etwas tun, kannst du etwas machen? Und ich habe gesagt, du, ich weiß es nicht. Komm einfach mal, wir sprechen miteinander und dann schlage ich dir etwas vor, wenn ich was weiß. Und dann kam sie halt eben und dann habe ich sofort gesehen, wo es dran liegt. Da ich halt eben auch hellsichtig bin, weiß ich, der Mensch kommt zu mir und ich weiß sofort, kann das sofort einordnen, kann mir sofort sagen, da und da sind deine Schwächen und da sind deine Stärken. Und dann habe ich das sofort gesehen und habe dann sofort geguckt, okay, wie kann ich sie unterstützen? Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, ich mache bei dir eine Akupunktur und ich werde mit dir eine Innenreise machen. Das heißt also durch eine Atemmeditation oder eine Atemtechnik gehst du in dich hinein und dort werden wir eine Blockaden lösen, die halt eben hinderlich sind, dass du wirklich schwanger werden möchtest. Sie wollte schwanger werden im Kopf, aber sie konnte die Schwangerschaft nicht annehmen. Und das war ihr großes Problem. Und dann habe ich eine Akupunktur gemacht, oder ich wollte diese Akupunktur machen, aber ich wollte die nicht nach diesen typischen Regeln, nach diesen Punkten. Und dann habe ich das alles komplett weggelassen, habe gesagt, nein, ich gehe jetzt auch da meinen eigenen Weg. Und ich bin in eine Liebe hineingefallen, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Und ich habe mich dann von dieser Liebe aus meinem Kopf weg nur in meine Liebe hineinfallen lassen und ich habe mich von dieser Liebe leiten lassen. Wie kamst du auf diese Liebe? War da ein besonderes... Es ist passiert. Okay. Es ist einfach durch meinen Entschluss, wo ich gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr nach diesem Schema machen, sondern ich wollte mich einfach von der Liebe leiten lassen. Also eigentlich der Entschluss zu dir selber, zu deinem eigenen Weg. Genau, zu meinem eigenen Weg. War das Du dann sagst eine es. Art Selbstliebe, Ja. die dann... Okay. Ja. Und ich wollte noch mal kurz nachfragen, Hellsichtigkeit. Da fragt man sich natürlich, was bedeutet das? Wie weiß man das überhaupt? Wie hast du das bei dir herausgefunden? War das immer was, wo du gesehen hast, aber vielleicht abgetan hast, so, das kann nicht sein? Hast du es immer gewusst, das ist ein Geheimnis, das keiner wissen darf? Wie gehst du damit um? Beziehungsweise, ja, was ist da deine Geschichte damit? Also ich hatte das schon von Kindheit an. Ja, ich weiß nicht warum, ich kann dir das nicht erklären. Es war auf jeden Fall da. Und ich wusste auch, dass ich nicht so viel darüber sprechen kann. Weil die Menschen, die haben mich für verrückt gehalten. Und die haben an mir gezweifelt. Und die haben gesagt, das ist Spinnerei, was du da hast. Und dies und das und jenes. Und habe das auch teilweise ziemlich unterdrückt. Bei manchen, die mich gefragt haben, dann habe ich natürlich auch die Wahrheit gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, hör mal, ich sehe bei dir das und ich sehe bei dir das und ich sehe bei dir das. Und du kannst natürlich diese Lösung und da eine Lösung und da eine Lösung. Und manche haben das sehr gerne angenommen und die haben es auch umgesetzt und das war auch immer gut. Und ansonsten habe ich das ziemlich weggetan. Ja. Und das kam dann durch deine Coaching-Tätigkeit, dass du dann deine Fähigkeiten, Heilpraktiker in der Krankenpflege, in der Psychologie, dann auch diese übernatürlichen Fähigkeiten einbringen kannst. Ja. Ja. Das ist genau das, was ich dann später gemacht habe. Ich habe alles, was ich vorher gelernt habe, das habe ich alles in einen Topf geworfen und habe dann wie so ein Shaker, den habe ich geschüttelt und dann kam halt eben Liebesstrom-Coaching daraus. Okay. So war das. Okay. Wie sieht dann dein Liebesstrom-Coaching im Detail aus? Wie schaut das Programm aus? Also was bedeutet das so im Detail? Wie arbeitest du mit deinen Kunden? Kundinnen, Kunden? Also wie arbeite ich mit denen? Also im Moment geht es online, via Zoom und halt eben die Menschen, die neugierig sind, sich selbst zu erfahren, wissen wollen, wer sie eigentlich wirklich sind, die melden sich halt eben bei mir und ich schaue einfach hin. Ja, das ist eigentlich ganz easy. Die Menschen sitzen vor mir oder am Bildschirm und ich stelle einfach nur so ein paar Fragen. Und irgendwann kommt so der Zeitpunkt, da sage ich dann Stopp und dann fange ich an zu erzählen, was ich sehe. Okay.
Ja, und das ist dann meist so, also es ist immer sehr spannend, was dann so passiert. Ja, den meisten geht dann plötzlich ein Licht auf. Ja, sie verstehen plötzlich, warum sie im Leben so gebremst sind oder warum sie sich nicht so wirklich ausleben können oder warum sie nicht erkennen, wer sie eigentlich wirklich sind und was sie eigentlich wirklich wollen. Ja, ich räume, ist eine Kundin von mir, die hat mal gesagt, wenn du zu Corvin gehst, dann kommt erstmal die Müllabfuhr. Das heißt also, alles, was nicht zu dir gehört, das räume ich erstmal aus dem Weg. Ja. Ja, so, dass du erstmal wirklich zu dir selbst kommst, damit du dich selbst wieder spürst, fühlst als Mensch. Ja, weil ich sag mal, als kleines Kind sind wir noch wir selbst, wir spüren uns, wir fühlen unser Herz noch, wir fühlen unser göttliches Selbst. Ja? Und ab so dem 5. Lebensjahr, dann gehen die Kinder in die Schule und dann kommen Freunde und Bekannte und dann kommt Beruf und dies und das. Und dann werden die Kinder bestimmt. Und je mehr du bestimmt wirst, umso kleiner wird dein Herz. Ja, das wird dann ganz, ganz klein und je kleiner es wird, umso weniger hast du auch diese göttliche Verbindung zu dir selber. Ja. Ja, und das ist die Verbindung, die ich erstmal wieder herstelle. Die Verbindung zu dir selber. Ja. Und da heraus kann man halt eben sein Leben kreieren. Da kann man halt eben gucken, okay, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Ja, ist das, was ich gerade beruflich mache, ist das wirklich mein Lebensinhalt? Möchte ich das machen bis zur Rente oder möchte ich jetzt gerne wirklich anfangen zu leben, mein Leben zu leben, ja? Nicht das Leben der anderen. Ja? Und das Gleiche halt eben auch im Privatleben. Ja? Ist das so meine Partnerschaft, die ich leben möchte oder finanziell? Ist das so das, was mich anreizt, was ich verdienen möchte und so weiter und so fort. Also, da gehe ich alle Lebensbereiche gehe ich da durch. Ja, viele wirklich Lebensbereiche. Und du hast jetzt Kundinnen genannt, aber es kommen auch Kunden zu dir. Und wer würdest du beschreiben, wer sind deine Kunden? Wer kommt alles zu dir? Also ich habe ein Klientel, wenn ich das mal so beschreiben darf. Ich habe ja längere Zeit auf Ibiza gelebt. Und ich hatte auf Ibiza ausschließlich oder der größte Teil, das waren Millionäre. Das waren Menschen, die alles hatten, Millionen auf dem Konto, mehrere Häuser auf Ibiza, also Häuser, Villen, bitteschön. Ja, Autos, mehrere Autos, Yachten, alles Mögliche. Aber vollkommen unzufrieden. Ja, vollkommen unglücklich irgendwo. Und ich hatte einen Kunden, der hatte ein sehr gut gehendes Restaurant auf Ibiza. Zusätzlich so eine Art Wellness-Hotel auf den Philippinen. Völlig unzufrieden mit sich selber. Das hat sich natürlich dann umgeschlagen auf sein Personal, die dann auch sehr unzufrieden gewesen sind. Das hat sich dann umgeschlagen auf die Familie. Er war verheiratet, 2 Kinder. Und ich hatte mal, da das halt eben auch ein Restaurant ist, wo ich sehr gerne hingegangen bin, kam ich mit ihm ins Gespräch. Ja. Und ich habe so seine Unzufriedenheit gemerkt und habe ihn dann auch mal so ein bisschen drauf angesprochen und er hat immer, nein, ich will da nicht dran, ich will da nicht dran. Okay. Und ich habe ihn dann auch gelassen und ich kann mich genau daran erinnern, ich bin einen Tag am Restaurant vorbeigegangen und er saß da mit seinem Chefkellner und war am Diskutieren und er sah mich und er machte nur so. Ja. Und er hat dann nur zu mir gesagt, jetzt will ich, jetzt reicht's. Okay. Also du weist deine Kundinnen auf die offenen Stellen, Baustellen hin, die es jetzt anzugehen geht. Und das können auch Unternehmenslenker, Unternehmenslenkerinnen sein, absolut, alle. Absolut. Weil irgendwo hat man oft das eine, man hat vielleicht viel Geld auf dem Konto, aber keine Erfüllung in einem anderen Lebensbereich. Ja. Okay, also da bist du derjenige, der findet, wo ist die Entzündung vielleicht auch, wo ist wo ist auch sag ich jetzt mal, wo hat sich's festgefahren, wo ist was nicht im Fluss, ich sage jetzt mal Liebesstrom. Ja, genau so. Okay. Ja. Und, das Kundenklientel geht also querbeet, also das ist
Hartz-IV-Empfänger, ja, die sind auch sehr unzufrieden. Ja. Oder ich habe es auch erlebt auf Ibiza, die Hippies zum Beispiel, ja, die sich da ihre Joints reinziehen und in einer Höhle leben, aber sie sind nicht glücklich. Nee. Ja. Und das ist halt eben ganz querbeet. Das ist also nicht nur der Millionär oder das ist auch der Berufstätige, das ist der, ja. Ja, ich merke es jetzt auch, also deine Energie, du bist ein sehr fokussierter, warmherziger Typ. Das merkt man sofort, wenn man dich trifft, wenn man auch spüren darf. Und deine Art, auch solche Dinge hochzubringen, ans Tageslicht zu bringen, das ist bestimmt auch eine liebende Energie, in die man sich auch gerne einlassen möchte. Also ich glaube, du lässt auch deine Kunden jetzt nicht einfach so stehen, sondern du begleitest sie. Wie viel Zeit muss man sich nehmen, um wirklich jetzt, oder darf man sich nehmen, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Es ist bei jedem, muss ich ehrlich zugestehen, es ist bei jedem sehr unterschiedlich, weil wir sind darauf programmiert, im Außen zu gucken. Wir suchen immer im Außen. Ja, wir wissen, wir spüren innerlich, dass wir etwas verändern möchten. Da ist so eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wollen wir befriedigen, indem wir im Außen gucken. Ja, manche Leute besuchen hunderte von Seminaren, hunderte von Coaching-Seminaren, aber sie bekommen dann irgendwelche Tools und machen und tun, aber es kommt nicht zu der wirklichen Befriedigung, weil sie nicht erstmal wirklich bei sich selbst ankommen. Ja. Ein bekannter Coach hat mal gesagt, wenn du ein Business eröffnen möchtest oder wenn du dein Leben verändern möchtest, musst du erstmal zur Heilung kommen. Das heißt also, du musst erstmal zu dir selbst kommen. Ja. Ohne dass du weißt, wer du eigentlich wirklich selbst bist, wie willst du dann dein Leben steuern? Ja. Wie willst du dann in einem Coaching-Bereich irgendwas erreichen? Ja, wie willst du wenn du in ein Coaching-Seminar hineingehst, ohne zu wissen, wer du eigentlich wirklich bist, was bringt das? Ja. Du hast kein Fundament dafür. Ja. Und wenn du zu mir kommst und manchmal geschieht das schon in der ersten Sitzung. Ja. Das dauert nicht lange. Ich stelle einfach nur ein paar Fragen, die dich zuerst ein bisschen verwirren, ja, bis du halt eben von deinem Verstand loslässt, dass du mal aus deinem Konzept oder aus deinen ganzen Erwartungen, dass du einfach mal loslässt und bis man dann so auf so einen Punkt kommt und dann macht es plötzlich Klick. Und dann kommt eine Energie und du erfährst dich erstmal selber. Also es ist schon auch ja gerade das Menschsein, das es uns möglich macht, uns mit unterschiedlichsten Menschen zu reflektieren, wie mit dir. Ja. Und du auch diese Hilfe anbietest, diese Reflexion geben zu können. Ja. Also wenn man jetzt sagt, ich bin immer wieder gegen diese Glaswand gelaufen, immer wieder habe ich es probiert, versucht, was zu ändern, beziehungsweise wie das Beispiel, von dem du aus Ibiza berichtet hast, dass du jemand auch noch nicht bereit dazu war, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt bereit, ich möchte was verändern. Ja, wie kommt man mit dir in Kontakt, Corwin? Wie arbeitest du mit neuen Coaching-Kunden? Also das ist ganz einfach. In Kontakt treten kann man mit mir halt eben über Facebook. Ja, man kann mir einfach eine Nachricht schicken, eine Privatmessage. Und ich gehe dann direkt in den Kontakt und spreche denjenigen an und gucke erstmal, fühle erstmal so ein bisschen rein. Und dann gebe ich halt eben so einen Termin, dass man einfach mal sich so unterhält. Ja, und was möchtest du eigentlich, wo möchtest du eigentlich wirklich hin? Und mache mit den Kunden dann einen Termin und dann kommt halt eben dieses Angebot, je nachdem, was derjenige gerne möchte. Also es gibt bei mir so eine 1:1 Sitzung, also eine einzige Sitzung, was siehst du in mir? Ja. Das ist halt eben so eine Sitzung, die ist fertig, wenn sie fertig ist. Sie hat keine Dauer, also sie kann 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden dauern, bis derjenige sich selbst wirklich gefunden hat. Ja. Und es gibt halt eben dann auch mehrere Begleitungen. Also ich habe so ein
6-Wochen-Programm. Ja. Das ist halt eben auch 1:1 und ich biete auch so eine Halbjahresbegleitung an, auch 1:1, alles exklusiv. Ja. Ja. Ja, und ich denke, So ein- was ich jetzt gespürt habe, ist das große Wohlwollen, das du ausströmst und aber auch gepaart mit dem, dass man auch mutig sein muss. Wenn man was im Leben verändern möchte, dann muss man jetzt den Schritt eben gehen. Ja, Und ich glaube, genau. du nimmst da auch kein Blatt vor den Mund, Nein. beziehungsweise du sagst dann die Sache, wie es ist. Ja. Ja. Also wer glaubt, ich würde mit Wattebäuschen rumschmeißen, der sollte nicht zu mir kommen. Okay. Ja, ich rede ganz Klartext Ja. und ich sage den Leuten ganz klar, wo sie stehen und ich sage den Leuten auch ganz klar, wo sie hinkommen können und ich sage den Leuten auch ganz klar, was sie dafür tun dürfen. Und wo die Heilung dann auch, ich meine, Heilung Ja. ist nicht möglich, ohne Nein. es wirklich anzugehen. Ja, Okay. genau. Lieber Corwin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und es ist wirklich immer eine Freude, Ja. dich zu treffen. Und ja, ich wünsche dir einfach jetzt auch alles Gute bei dem Start deines neuen Programmes, Back to You. Ja. Und Da würde ich gerne ja, mal was zu erzähl. sagen. Ja, natürlich, Wir gerne. haben jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, wir machen nur so 1:1 Sitzungen. Ja, Wir haben aber jetzt etwas Neues gemacht und zwar machen wir jetzt ein Gruppenprogramm. okay. Das dauert über mehrere Wochen, wo es halt eben auch um dieses Back to You geht. Ja. Zuerst halt eben in sich selbst hineinkommen, in das Menschliche wieder hineinkommen und dann halt eben, wo möchtest du gerne hin? Und ich habe dieses Gruppenprogramm jetzt angeboten, weil man von den anderen auch etwas lernen kann. Ja. Ja. Und ich merke das ja bei mir selber auch, oder ich habe es bei mir selber gemerkt, wenn ich so 1:1 Sitzungen gebucht habe, das war einmal schön, aber in so einem Gruppenprogramm, wenn ich die anderen höre, was sie so erzählen, da kann ich immer von mitpartizipieren. Und das ist einfach wunderbar, das ist total genial. Und auch so die Gruppendynamik, die dann entsteht, das ist einfach, die sich so gegenseitig unterstützen. Ja. Und das finde ich einfach total klasse und deshalb habe ich das jetzt auch ins Leben gerufen. Also das heißt Back to You, wann startet das neue Programm, der Kurs? Die neuen Termine, die sind Neu- auf Facebook, Ja. auf meiner Seite, da kann man das alles nachlesen. Okay, also auf jeden Fall verbinden mit Corwin und ich danke dir ganz herzlich für die Möglichkeit, auch dich interviewen zu dürfen. Es ist immer eine Freude, Gerne. mit Menschen zu verstärken, die eine Mission haben Ja. und wo es auch einfach die Menschheit was davon hat, wenn ihre Botschaft gehört wird. Also von daher danke ich dir ganz herzlich. Ich lieber danke Corwin. dir.